Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man den Timney Alpha Glock Trigger in einer Glock 19 Gen 3 installieren tut. Da vorab zum sagen, dass eigentlich der Abzug, egal in welcher Glock, die dazu passt, ob Gen 3 oder Gen 4, die Installation eigentlich immer gleich ist. Bei der Gen 5 ist es ein bisschen anders, aber auch sehr ähnlich. Eigentlich sind all die Werkzeuge dabei, die ihr braucht, um das zu installieren. Wobei man da muss sagen, dass das Tool, das dabei ist nicht ganz so praktisch. Deswegen empfehlen wir einerseits für die Installation einen 2,38 mm Durchschlag parat zu halten, einen kleinen flachen Schraubenzieher. Was auch noch sehr praktisch wäre, aber nicht unbedingt notwendig, wäre ein Benchblock. Und ein Hammer wird eigentlich auch nicht wirklich benötigt, aber je nach Modell könnte es vielleicht hilfreich sein. Dann machen wir da zuerst mal ein bisschen Platz. So. Dann fängt es wie immer an, dass man halt zuerst sicherstellen tut, dass die Pistole nicht geladen ist, und dann zuerst mal das Magazin entfernen. Als nächstes kommt der Schlitten von der Pistole ab. Das funktioniert wie bei allen Glocks nur, wenn der Abzugsmechanismus nicht gespannt ist. Dann tut man einfach den Schlitten ganz leicht nach hinten bewegen. Lange schon. Dann kann man da auf der rechten und auf der linken Seite den Hebel gegen oben drücken und den Schlitten wegnehmen. Im Schlitten wird nichts verbaut, den können wir in dem Fall einfach auf die Seite tun. Und dann geht es einfach weiter, indem wir die 3 Halterungsstifte rausnehmen. Da, wie gesagt, geht einfach ein bisschen einfacher, wenn man einen Benchblock hat. Und wenn man es mit dem Werkzeug, das im Lieferumfang dabei ist, machen tut, dann nimmt man eigentlich einfach den grösseren Sechskantschlüssel. Wie gesagt, nicht so praktisch. Wir benutzen jetzt hier unseren Durchschlag dafür. Bei den meisten Glocks kann man die einfach durchdrücken. Wenn es ein bisschen klemmen würde, ja, für das wäre dann der Hammer. Aber wir machen das jetzt ohne. Da kann man einfach durchdrücken. Der Hinterstift, das ist der aus Kunststoff ist, gut zu erkennen und zu unterscheiden zu den anderen. Den tun wir natürlich auf die Seite, den brauchen wir nachher wieder. Dann nehmen wir als nächstes den oberen Stift raus und das auch von links nach rechts. Der geht ab und zu ein bisschen strenger, aber eigentlich auch. Also ein Hammer ist eigentlich nicht wirklich nötig. Der ist aus Metall, hat aber ganz eine eigene Form und ist halt dünner als der andere. Das sollte man eigentlich nicht verwechseln. Den tun wir natürlich auch auf die Seite. Und jetzt nehmen wir noch den Unterstift raus. Da gilt es zu beachten, dass der vom Schlittenfanghebel teilweise eingeklemmt wird. Damit man den rausnehmen kann, muss man den Schlittenfanghebel leicht gegen vorne bewegen. Am besten funktioniert das einfach, wenn man mit dem Durchschlag eigentlich leicht ansetzen tut. Der dann einfach leicht gegen vorne bewegen tut, da ein bisschen Druck gibt und man merkt, eigentlich sobald man in der richtigen Position ist, damit man den dann wirklich auch ohne grossem Kraftaufwand kann einfach durchdrücken kann. Der ist auch aus Metall und sieht auch wiederum anders aus. Den tun wir auf die Seite. Als nächstes nehmen wir den Schlittenfanghebel raus. Den kann man eigentlich einfach rausziehen. Die Feder ist da schon fix dran, die lassen wir auch dran. Den tun wir auch mal auf die Seite. Und jetzt nehmen wir den Block hier raus.
Für das kann man auch wieder den Durchschlag benutzen. Kann man da einfach schräg rein, einfädeln, leicht gegen oben drücken und wenn man dann so halb draußen ist, kann man ihn einfach rausziehen. Tun wir auf die Seite. Und jetzt nehmen wir den Abzug mit dem hinteren Teil auch gerade raus und den kann man normalerweise wirklich einfach rauslupfen. So. Und dann hätten wir mal schon mal das Wichtigste auseinander. Jetzt machen wir weiter, indem wir den Abzug von dem Housing da lösen. Da macht man so, indem man das Triggerbar leicht anlupfen tut, nach vorne ziehen und dann kann man das da einfach so ausfädeln. Jetzt müssen wir aber nicht nur den Abzug mit der Triggerbar rausnehmen, sondern auch die Federn hier. Das funktioniert am besten, indem wir die Federn hier komplett nach hinten kehren und jetzt zur Hilfe unsere flachen Schraubenzieher nehmen, dass wir da die Federn da leicht gegen vorne stoßen kann. So. Und nachher ausfädeln. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir auf die Seite tun. Bevor wir zur Installation weiterfahren, möchten wir gerne da noch zwei Sachen erwähnen. Das eine, wie wir es im Review schon gesagt haben, verfügt der Abzug über eine kleine Madenschraube, wo man den sogenannten Overtravel einstellen kann. Um das zu justieren, kann man den mitgelieferten 0,889 Sechskantschlüssel verwenden. Wir empfehlen zwar jedem, das einfach zuerst mal so probieren, wie es das Werk ist. Ich nehme mal an, die meisten werden zufrieden sein. Zudem, wie auch schon erwähnt, muss man darauf achten, dass man den Weg nicht zu kurz einstellen tut. Wieso tue ich euch das schnell gerade einfach an einem leeren Stück vorzeigen. Und zwar, wenn man den Reset-Weg zu kurz einstellen, also den Overtravel zu kurz einstellen tut, greift da die Sicherung nicht. Und das ist halt, ja, es birgt ein grosses Risiko, oder? Also der Overtravel muss schon mindestens so weit eingestellt sein, dass sich da die Sicherung aktivieren tut. Das ist das eine, was man beachten müsst. Das andere, man hat im Lieferumfang zwei verschiedene Federn für den Abzug. Also vom Verhalten her sind es eigentlich die gleichen. Der Unterschied ist einfach, dass die silbrig ist für alle Nutzer, die eine originale Steuerfeder von Glock nutzen. Und die rote ist einfach für alle, die eine Steuerfeder von einem Dritthersteller nutzen. Ja, das ist das, was man beachten sollte. Dann legen wir los und fangen mit der Installation an. Für die Installation fangen wir damit an, indem wir den neuen Sear ins originale Sear Housing hinein. Ich finde, das geht am besten, wenn man die Schraube zuerst einfach mal lösen tut. Das kann man mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel machen. Das Tool kommt dann einfach da rein. Hebt jetzt nicht gerade so gut, aber ja, immerhin hat man etwas dabei. Für alle, die einen passenden Sechskantschlüssel separat haben, würde ich einfach eher den benutzen. Dann wir die Schrauben einfach zuerst mal lösen. Legen das auf die Seite. Brauchen wir nachher natürlich. Und jetzt ja, können wir das hier ins Housing hinein tun. Man sieht es vom Aufbau her, eigentlich kann man es nicht gross falsch rein tun. Setzt man den einfach mal rein. Drückt den rein. Als nächstes kommt dann da hinten rein zuerst der mitgelieferte C-Clip.
Und da muss man einfach schauen, dass der äußere Teil da auf dieser schwarzen Ablage drauf ist, weil sonst hebt es nicht richtig. Dann wir den einfügen, schön in Position bringen. So, wenn es ganz wenig raus schaut, ist nicht so schlimm. So, und jetzt kommt die Schraube da dazwischen rein. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf dem Video, da hat es einen Hohlraum. Damit man da die Schrauben reinbringt, muss man die angewinkelt ansetzen und dann reindrücken. Dass jetzt der wieder ein bisschen rauskommt, ist normal, nicht so schlimm. Da kann man einfach auf der anderen Seite ein bisschen Gegendruck geben, während man gleichzeitig einfach die Schrauben anfängt anzuziehen. So. Wenn man die Schrauben angezogen hat, ist es auch normal, dass sich der ein bisschen verkanten tut, dass er ein bisschen streng geht zum Rausnehmen. Das ist auch normal. So. Jetzt schnappen wir uns unseren Abzug und tun da mal die passende Abzugsfeder rein. Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob so oder so, keine verkehrte Seite. Einfach wichtig ist, dass sie da so eingefädelt wird. Da eigentlich angelegt. Und die Triggerbar kommt ins Housing rein. Dass die nicht festheben tut, wie beim Original, das ist auch normal, weil halt der Aufbau anders ist. Am besten hat man das jetzt mal schnell so. Und dann kann man das Griffstück nehmen und das mal das Ganze einfädeln. Natürlich das Housing hinten, den Abzug vorne rein. Einfach mal dicht ansetzen. Falls man die Federn rausgeht, ja, nicht ganz so schlimm, da tut man sie einfach wieder rein. Das ist halt jetzt so ein Moment, wo nicht so gut geht zum Zeigen und Machen gleichzeitig. Da bitte ich euch ein bisschen Verständnis. Wichtig ist, dass der Triggerbar schön am Searhousing ist, sonst bringt man das Ganze nicht rein. Also falls man es nicht reindrücken kann, dann ja, nimmt man es einfach schnell nochmal raus und tut es nochmal rein. So. Und dann tun wir da bereits mal den Schlittenfanghebel rein, damit die Feder vom Abzug nicht mehr so gross rausfallen kann. Legen wir so rein. Und jetzt können wir den Block hier installieren. Den kann man jetzt nicht auf einmal reindrücken, weil da die Feder vom Abzug im Weg ist. Da funktioniert es am besten, wenn man jetzt einfach da mal leicht ansetzen tut und dann sich den flachen Schraubenzieher zur Hilfe nimmt und die Federn von hinten ein bisschen nach vorne drückt. So. Und dann den Block runterdrückt. So. Wichtig ist, dass man den ganz schön runter tut. Jetzt tun wir zuerst den unteren Stift rein. Das ist der hier. Wie gesagt, bei den meisten braucht es keinen grossen Kraftaufwand, braucht man keinen Durchschlag oder keinen Hammer. Dort ist es eigentlich wirklich mehr ein Schauen, dass alle Teile schön in Position sind. Falls nicht, kann man Durchschlag oder den Schraubenzieher, den Sechskantschlüssel nehmen, um das ein bisschen in Position zu bringen. Und da fangen wir am besten dann zuerst von rechts an, drücken wir den rein. Und dann kommt man eigentlich bis zur Position vom Schlittenfanghebel. Der verkantet sich amigs gern. Den muss man eigentlich einfach dann ein bisschen runter und nach vorne drücken. Und sobald man die richtige Position hat, kann man den Stift wirklich einfach von Hand durchdrücken. Der obere Stift, das wäre
den dünner aus Metall. Den tun wir auch von rechts nach links hinein. Den wir da zuerst einfach mal ansetzen, drücken durch. Und da haben wir dann auch wieder jetzt zwei Federn, einerseits vom Abzug und vom Schlittenfanghebel, die einem im Weg kommen. Und da wird man eben auch wieder froh, wenn man einen flachen Schraubenzieher zur Hand hat. Wegen dann kann man da die Federn leicht abdrücken und den Stift reindrücken. Der geht ein bisschen strenger als der erste, aber wie ihr jetzt da schon gesehen habt, es geht eigentlich auch wirklich von Hand. Ich würde einfach empfehlen, ungefähr zu schauen, dass auf beiden Seiten etwa gleich tief drin ist. Und das funktioniert dann halt nicht mehr so ganz von Hand, da werden der Durchschlag doch wieder ein bisschen von Vorteil. Und da muss man einfach schauen, dass man jetzt festdrücken tut, weil sonst kommt er dann auf der anderen Seite wieder raus und man muss ihn wieder rein tun. Wie mir jetzt gerade passiert ist. Also jetzt schaut er da wieder raus, dann drücken wir auf der anderen Seite wieder ein bisschen rein. Ja, so passt es mir. Jetzt darf man nicht vergessen, noch den hinteren Stift rein zu tun. Das ist der Stift, der aus Kunststoff ist. Und der geht normalerweise auch von Hand rein. Man muss einfach schauen, dass das Housing da schön drin ist, dass man das schön abdrücken tut. Und da kann man den wirklich auch von Hand rein tun. Da würde ich auch schauen, dass auf beiden Seiten ungefähr gleich drin ist. Funktioniert halt ein bisschen besser, als wenn man anstatt gerade reindrücken tut, einfach so angewinkelt reindrücken tut, dann kann man ihn besser positionieren. Ja, jetzt kommt schon bereits der Schlitten drauf. Das halt wie gewohnt, wie gehabt. Einfach vorne einfädeln, Schlitten nach hinten ziehen. Da sicherstellen, dass auf beiden Seiten, wenn es Klick macht, dass die Halterung da schön ganz gegen offen ist. Sonst hebt der Schlitten nicht. Jetzt machen wir zuerst einfach mal eine Funktionskontrolle. Sprich, einmal Abzug laden. Kammer ist leer. Mal schnell probieren, ob es tut. Löst aus. Wir probieren da gerade noch den Reset. Nochmal nachspannen. Schaut. Reset. Tut nochmal. Und jetzt am besten auch noch mal schnell kontrollieren. Nochmal nachspannen und schauen. Ja, da sieht man, jetzt kommt der Abzug genug weit führen. Die Abzugssicherung tut sich aktivieren. Ja, jetzt ist einfach dann empfohlen, im Schiesskeller zur Sicherheit halt einfach dann gleich zuerst einfach mal mit 1-2 Schuss das auszuprobieren. Wenn man sieht, dass es ohne Einschränkungen, ohne Fehlfunktionen funktionieren tut, dann kann man dann eigentlich auch mal das Magazin ganz füllen. Ja, und schlussendlich seinen Spaß mit dem neuen Abzug haben. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.